Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um meine Modellanlage in Spur M begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal geht es um das Thema Einmessen. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, das Thema Einmessen ist auch wieder ein heiß diskutiertes Thema und man kann viel drüber nachlesen und man weiß zum Schluss doch nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Ich glaube, auch hier gibt es kein richtig und kein falsch. Jeder macht es halt eben nach seiner Fasson. Und da habe ich mir dann gedacht, naja, aber irgendwie möchte ich das Thema doch mal angehen. Ich möchte zumindest mal verstehen, was ich da tue. Und da habe ich mir als erstes die Frage gestellt, naja, welche Einflussgrößen gibt es denn überhaupt? Was nimmt denn tatsächlich jetzt Einfluss auf das Einmessen meiner Fahrzeuge? Was ist wichtig und was ist vielleicht weniger wichtig? Und so bin ich dazu gekommen, eigentlich 2 Filme wieder zu machen. Der erste Teil, den wir jetzt hier sehen, da geht es halt um Einflussfaktoren, Grundlagen, nennt das wie ihr wollt. Und im zweiten Teil nehme ich auch mal eine Messung vor, allerdings vorweg gesagt schon mal eine etwas andere. Dort messe ich meine individuelle Kurve ein. Unten in der Videobeschreibung habe ich übrigens auch ganz tolle Filme zum Thema Einmessung verlinkt. Die haben mir persönlich sehr geholfen. Die kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut euch die mal an. Und in diesem Video seht ihr jetzt so ein bisschen was über die Gedanken, die ich mir halt gemacht habe. Welche Einflussgrößen gibt es? Da bin ich so auf Themen gekommen. Sicherlich ist es das kleine Elektromotörchen, wie das sich verhält, ne? Die Individualität des kleinen Motors. Dann gab es so Themen wie Beschleunigung und Verzögerung, die mich interessiert haben, die sicherlich auch auf das Ergebnis einen Einfluss haben. Fahrstufen war auch so ein Ding. Wie funktioniert das mit den Fahrstufen? Was machen die überhaupt? Warum ist es wichtig, vielleicht eine Ober- und eine Untergrenze zu legen? Dann das Thema Einmessstrecke. Wie ist bei mir die Einmessstrecke aufgebaut? Und da ich ja schon mal beim Einmessen bin, möchte ich mir vielleicht auch das Thema Bremsverhalten anschauen. Da gibt es halt dann auch bestimmte Bremsabschnitte. Wie bin ich da drauf gekommen? Wie habe ich die für mich festgelegt? Und nichtsdestotrotz gibt es auch zum Motor noch ein Thema, was man sich mal anschauen kann. Denn man kann verschiedene Kennlinien einmessen, man kann Gerade einmessen, man kann Kurven einmessen. Und ja, da muss man halt die Zusammenhänge einmal so ein bisschen verinnerlichen, verstehen und dann wird das Einmessen auch schon plötzlich durchschaubar. Gut, wie gesagt, im ersten Teil geht es nämlich jetzt genau um halt diese Kenngrößen oder Einflussgrößen und im zweiten Teil, der kommt halt im nächsten Film, geht es dann mal um eine individuelle Einmessung. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Video sehen wir uns wieder. Okay, bevor es jetzt ans Einmessen geht, habe ich mir gedacht, schauen wir uns noch mal so ein paar grundlegende Dinge bei einem Gleichstrommotor an. Ich bin immer ein Freund davon zu wissen, so ein bisschen was an Grundlagen zu verstehen, damit ich nachher weiß, was ich da mache. Von daher habe ich mir gedacht, zeige ich euch jetzt erstmal ein bisschen was über den kleinen Gleichstrommotor. Was alle von uns kennen, schon seit Kindestagen an, ist, je höher ich die Spannung hier am Trafo stufenlos regle, oder desto schneller wird sich der Motor drehen. Das ist eigentlich auch das Prinzip, was dahinter steht. Die Spannung verhält sich proportional zur Drehzahl, das sehe ich hier, also je höher die Spannung ist, die ich da anlege, desto schneller dreht der Motor. Die Drehzahl hängt auch ein Stück weit davon ab, nach der baulichen Begebenheiten, die der Motor hat. Es gibt unterschiedliche Motortypen und von daher kann das auch mal ein Stück weit variieren. Aber was dem einen oder anderen vielleicht am Anfang schon aufgefallen ist, ich habe hier vorhin schon hochgeregelt. Man sieht, dass er zuckt, aber er dreht noch nicht. Ich habe schon 1,6 Volt anliegen. Jetzt laufe ich mal ein Stückchen höher und es braucht halt ein bisschen. Jetzt fängt der Motor langsam an, das erste Mal zu zucken und da liegen dann schon aber 2,7 Volt an. Gut, also das sind schon mal 2 Dinge, die wir uns jetzt mal einfach merken können, denn die werden uns beim Einmessen auch immer wieder begleiten. Das erste ist, die Drehzahl eines Motors verhält sich proportional zur angelegten Spannung. Das heißt, je höher hier ich die Spannung regle, desto schneller dreht der Motor. Das kennen wir alles von früher her. Was wir aber auch noch jetzt einfach mal uns behalten müssen, ist, dass
Es gibt halt ein individuelles Motorverhalten. Nicht jeder Motor reagiert auf die angelegte Spannung gleich. Es kann durchaus sein, dass ich hier mit einem Motor anderer Bauform mit bereits 3 angelegten Volt hier wesentlich schneller oder auch wesentlich langsamer drehe. Kann also durchaus sein. Das heißt, es gibt immer ein individuelles Motorverhalten, auf das ich mich beim Einmessen einlassen muss und das ich berücksichtigen muss. So, und dann gibt es noch etwas, was man einfach wissen muss, ist, dass das, was ich hier wunderbar analog mit meinen Fingern gemacht habe, stufenlos hier hoch zu regeln, das geht in der digitalen Welt so einfach nicht, sondern das, was ich dort anbieten kann, dem Motor, sind eben kleine verschiedene Stufen, die ich ihm dann sprungweise anregeln kann. Also dieses Zwischenfeld hier kennt man in dem Digitalen nicht. Ich kann diese Spannung anlegen, diese Spannung, diese und so weiter. Und wie sich das dann nachher verhält, das schauen wir uns jetzt erst auch nochmal vorab an. Ja gut, dann schaue ich mal, wie ich den Bogen von der analogen Welt zur digitalen Welt gespannt kriege. Ich mache es auch wieder hier ganz rudimentär. Mir geht es halt wieder darum, dass man Zusammenhänge einfach verstellt. Wer Details wissen will, der muss halt ein bisschen im Internet recherchieren. Ich empfehle euch gleich auch noch 2 Seiten, wo man sich mal genauer anlesen kann. Aber wie gesagt, es geht mir hier um grundlegende Dinge und ich will hier auch niemanden verwirren. Ja, wie man damals angefangen hat mit der digitalen Welt, hat man dann gesagt, naja gut, analog, stufenlos regeln kann ich es halt nicht. Aber ich kann meine Spannung, die ich da anlege, die kann ich in Schritten, kann ich die zur Verfügung stellen. Das geht, das können wir machen. Und dann hat man damit angefangen, dass man erstmal 14 Stufen gemacht hat. 14 Stufen im Übrigen hier, es beginnt nicht mit 0 anzuzählen, sondern es beginnt mit 1 anzuzählen, wobei 1 immer 0 Volt sind. Also die erste Fahrstufe heißt 0 Volt. Das kann man auch mal nachlesen. Jetzt kommt der erste Tipp schon mal. Jeder, der so ein bisschen grundlegend mal so zum Thema Digitaltechnik was lesen möchte, das ist hier auf der Seite sehr gut beschrieben. Da kann man mal reinschauen. Auch da gibt es tiefere Informationen, aber hier für den digitalen Einstieg sind super grundlegende Dinge. Und hier findet man unter den grundlegenden Einstellungen auch was zu dem Thema Fahrstufen. Und da steht halt eben drin, dass die Geschwindigkeit der Lok zwischen 0 und 13 variiert, also zwischen Stillstand und Höchstgeschwindigkeit. Und das Ganze erfolgt dann eben mittels diesen 14 Fahrstufen. Es gibt auch noch weitere, aber da komme ich dann später nochmal drauf zu. Gut, kommen wir nochmal zurück. Also wir gehen jetzt hin und teilen jetzt diese 18 Volt in verschiedene Schritte auf. Wunderbar, jetzt drehen wir den Regler und stellen dann fest, schon nach dem ersten Schritt, weil die Voltzahl, die wird halt gleichmäßig aufgeteilt. Immer so in dem Fall, in dem Beispiel von 0 bis 18 sind in 14 Stufen immer 1,38 Volt ungefähr. Es sind noch ein paar mehr hinterm Komma, aber ist egal jetzt. Ja, und wenn ich das so machen würde, dann würde ich ziemlich schnell feststellen, dass wenn ich den Regler jetzt um eine Stufe weiter drehe, meinetwegen so eine Multimaus, die ich habe, um eine Stufe weiter nach rechts, dann würde sich die Lok nicht bewegen. Warum? Weil ich habe halt 1,38 Volt anlegen. Und wir haben ja vorhin in dem Beispiel gesehen, dass die Lok erst gestartet ist bei 2,7, 2,8 Volt. Also wenn ich jetzt eine Stufe weiter gehe, da steht ja genau bei 2,7, da wäre hier wahrscheinlich ein Glücksspiel. Entweder läuft es oder so läuft nicht. Sagen wir mal, sie würde nicht laufen. Dann würde es bedeuten, dass ich jetzt die beiden Stufen hier zwar drehen kann, aber nicht wirklich benutzen kann, weil die Lok erst hier mit der dritten Stufe anfangen würde zu fahren. Also hätte ich die 2 vergeudet. Genauso ist es, wenn ich das Ding dann aufdrehe, dann liegen hier volle 18 Volt an. Jeder von uns weiß, dass wenn man ein Trafo voll aufgedreht hat, dann rast so eine Lok hier einfach rum und das hat nicht wirklich was mit entweder einer ansehnlichen, geschweige denn einer realistischen Geschwindigkeit zu tun. Von daher wäre es natürlich auch schön, dass die Lok jetzt da bei Vollausschlag nicht, oder beziehungsweise was würde sie denn ungefähr brauchen? Sagen wir mal, die Lok, die würde jetzt mit 18 Volt 250 Kilometer in der Stunde fahren
Und tatsächlich würde sie im echten Leben nur 160 km/h fahren. Ja, vielleicht bräuchte sie irgendwo nur so, ich sag mal hier 11 Volt. Ne? Das heißt, dann könnte ich jetzt einstellen, von hier würde die Lok anfangen zu fahren, bis hierhin in genau, das waren dann jetzt hier 5, 6 grobe Schritte, ja, dass die Lok in diesem Bereich fährt. Die anderen Schritte, die dort sind, die gehen mir halt verlustig. Das ist jetzt nicht so im Sinne des Erfinders. Das gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Und deshalb fände ich es gut, dass ich eigentlich alle 14 Fahrstufen verwenden würde, allerdings nur für den Spannungsbereich, den ich wirklich bräuchte. Das würde ja bedeuten, dass, wir haben ja vorhin gesagt, die Lok würde ungefähr, ich sage jetzt mal bei 3 Volt anfangen zu fahren. Na gut, dann will ich nach dem ersten Schritt 3 Volt direkt haben, sodass die Lok halt anfängt zu fahren. Und genau das kann man einstellen hier in einer CV. Das ist nämlich die Minimalspannung, die Anfahrtspannung, die Startspannung. Also diese CV-Wert 2 hat mehrere Namen, sucht euch einen aus. Ich nenne sie jetzt mal Minimalspannung, die notwendig ist, damit der Motor anfängt zu drehen. Und das Gleiche würde ich natürlich gerne auch hier machen wollen, damit ich eben den kompletten vollen Regelbereich habe. Würde ich gerne hier auch eine Spannung vorgeben wollen, die dann sagt, also pass auf, wenn du die Höchstgeschwindigkeit erreicht die Lok bei der Spannung XY. Und das wäre jetzt an der Stelle mal 12 Volt, sag ich mal. Ne? Weil wir ja vorhin gesagt haben, ungefähr bei 12 Volt würde die Lok jetzt, die ich da jetzt draufgestellt habe, ihre realistische Geschwindigkeit 160 Stundenkilometer erreichen, wenn ich den Hahn voll aufdrehe. So, und wenn ich das vorgeben könnte, ich sage das nicht umsonst, denn man kann es vorgeben, das ist nämlich die CV5, die Maximalspannung. Dann, wenn ich das hier und das hier eingestellt habe, dann kann ich mit meinen Reglern die volle 14 Stufen hier fahren, beziehungsweise die 13 Schritte abhandeln. So. Das ist die ganze Kunst, die hinter diesen Fahrstufen steht und die hinter den Geheimnissen der ominösen CV2 und CV5 liegt. Und jetzt gibt es noch einen Teil, wenn man die Lok relativ geradlinig fahren lassen möchte, also proportional die Spannung ansteigen lassen, dann kann man auch hier noch die Mittelspannung einstellen. Das kann übrigens nicht jeder Trafo, nicht jeder Decoder, aber manche können es halt und das ist dann halt die mittlere Spannung. Das ist die Spannung, die zwischen diesem Wert und diesem Wert, die sollte hier dann mit der CV6 eingestellt werden. Ja, und die digitale Welt ist natürlich jetzt mit diesen 14 Stufen nicht stehen geblieben, sondern sie hat sich weiterentwickelt. Und zwar hat man 28 Fahrstufen als nächsten Schritt dann entwickelt. Das Prinzip ist genau das gleiche. Auch hier gibt es eine CV2 und CV5 und 6. Die Abstufung hier in den einzelnen Fahrstufen ist halt nur etwas feiner. Und wie man hier sehen kann, hier haben wir Voltsprünge von 0,75 Volt. Und hier sind die Sprünge halt wesentlich kleiner. Hier sind wir bei 0,4 in etwa, logischerweise um die Hälfte. So. Ja, und dem auch nicht genug. Man hat es natürlich bis zum Exzess getrieben. Und jetzt kommt man wieder zu so einer typisch philosophischen Frage. Was ist besser, 28 oder 128 Fahrstufen? Warum philosophisch? Naja, ich glaube nicht, dass 128 Volt, das ist meine persönliche Meinung, so viel Mehrwert bringen. Denn wenn man sich mal überlegt, dass wenn das die volle Spannung ist, also das sind 100%, und ich habe 128 Fahrstufen, dann bedeutet das, dass ich von einer zur anderen Spannungsebene ungefähr immer einen Zugewinn habe von 0,8%. So, wenn ich jetzt sage, ich lege 12 Volt an, 0,8% von 12 Volt sind rund gerechnet 0,1 Volt, wenn ich jetzt mal ganz nett bin. So. Wenn ich jetzt, also erstmal kann ja mal hingehen, kann sich vielleicht auch jeder vorstellen, wenn ich jetzt eine Lok an den Trafo setze, ich bin jetzt wieder beim Trafo und regeln den um 0,1 Volt hoch. Da bin ich davon überzeugt, dass man die enormen Geschwindigkeitszuwachs, in Anführungszeichen, dass man den mit dem bloßen Auge gar nicht wahrnehmen kann.
Und insofern bin ich schon der Meinung, dass 28 Fahrstufen vollkommen ausreichend sind. Es wird im Übrigen auch empfohlen, auch hier habe ich eine weitere Seite gefunden, und zwar ist das die Seite von OpenDCC. Die habe ich auch schon mal vorgeschlagen, da geht es halt jetzt um die Ansteuerung von Zentralen, aber hier wird ganz klar empfohlen. Empfohlen ist die Einstellung von 28 Fahrstufen. 128 Fahrstufen verursachen weniger Performance auf dem Gleis. Also den Satz muss man sich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Der liest sich erstmal nicht etwas merkwürdig, weil Performance ist ja eigentlich etwas Gutes und weniger Performance ist halt nicht so gut. Und die 128 Fahrstufen verursachen das eben nicht so Gute. Ne? Also von daher ist hier ganz klar die Empfehlung, 28 Fahrstufen zu nutzen, denn viele PC-Programme unterstützen die 128 Fahrstufen gar nicht. So, hier ist jetzt einer zum Beispiel genannt und das ist für mich Grund genug zu sagen, nö, brauche ich nicht, ich fahre mit meinen 28 Fahrstufen und bin damit vollkommen zufrieden. Aber wie gesagt, das Ganze ist auch eine philosophische Frage, muss jeder wieder für sich selbst entscheiden. Gut, damit sollten jetzt erstmal CV2, 5 und 6 grob erklärt sein, welchen Einfluss die haben. Und es gibt aber noch 2 CVs, die ich euch jetzt zunächst erstmal vorstellen möchte, bevor wir denn dann an das Thema Messen und Einmessen gehen. Ja, von welchen beiden CV-Werten rede ich hier? Einmal von der CV3, der Beschleunigungsrate, und einmal von der CV4, der Bremsrate. Und was machen die beiden? Nun, ich sag mal, das sind quasi Add-ons, die die Decoder-Hersteller für sich reserviert haben. Und zwar kann man sich vorstellen, wenn es die beiden nicht geben würde und ich würde jetzt zum Beispiel einen Handregler nehmen und den von 0 auf Vollgas stellen, dann würde die Lok sofort losspringen und hätte ihre Endgeschwindigkeit erreicht. Das gleiche würde sie auch beim Bremsverhalten machen. Wenn ich von einer Geschwindigkeit runterkomme und den Regler sofort runterdrehe, dann würde sie auch sofort stehen bleiben. Zumindest so schnell, wie sie halt kann. Und damit das halt nicht so ist, haben sich also die Decoder-Hersteller diese CV3 und 4 Register dafür reserviert, um genau Verzögerungsraten einzubauen. Und zwar kann man sich das so vorstellen, da kann man einen Wert eintragen und dieser Wert entspricht Pi mal Daumen Fensterkreuz in etwa einem Sekundenwert. Das heißt, wenn ich da einen Wert von 5 eintrage, zum Beispiel bei der Beschleunigungsrate, und ich würde den Regler jetzt aufdrehen auf eine gewisse Fahrstufe, dann braucht die Lokomotive von dem Stillstand bis zu dieser eingestellten Geschwindigkeit in etwa 5 Sekunden, bis sie dann diese Endgeschwindigkeit erreicht hat. Und das Gleiche macht sie dann auch im Bremsverhalten, dass wenn ich von der Geschwindigkeit fahre und drehe den Regler dann runter auf 0, dann braucht die Lok dann in etwa auch 5 Sekunden, also wenn ich den Wert 5 da eingetragen habe, um von dieser Geschwindigkeit zum Stillstand zu kommen. Und warum ist es halt mal wichtig, auch über diese beiden CV-Werte mal nachzudenken, was für einen Einfluss haben die beim Einmessen? Sie haben nicht direkten Einfluss auf die Geschwindigkeit beim Einmessen, aber sie haben nachher Einfluss auf das Bremsverhalten beim Einmessen. Und das liegt einfach daran, dass auch PC-Software es in der Regel können, genau so eine Brems- oder Beschleunigungsrate zu simulieren. Das heißt, da kann ich auch so etwas einschalten und dann würden sich Brems- und Beschleunigungsraten, ich sage jetzt mal quasi, verdoppeln. Da streiten sich halt die Gelehrten drüber, ja, ob man, wenn man eine PC-Software benutzt, dass man dann CV3 und CV4 auf 0 setzt. Es gibt aber auch einen ganz entscheidenden Grund, zumindest bei bestimmten Loktypen, das eben nicht zu tun. Das ist nämlich ganz einfach der Grund, wenn man Soundloks fährt, die brauchen zum Beispiel, um das Darstellen der Bremsgeräusche, brauchen die halt einen Mindest-CV4-Wert, also eine Mindestbremsverzögerung. Der liegt, glaube ich, auch irgendwo bei 4. Alles, was kleiner ist, fällt plötzlich das Bremsgeräusch weg. Das haben wir hier mal ausprobiert.
Und sobald der CV-Wert 4 dann auch mit dem Wert 4 mindestens hinterlegt ist, funktionieren auch die Bremsen wieder. Das gleiche gilt natürlich dann auch fürs Einmessen der Fahrzeuge, wenn ich sie jetzt mit dem PC einmesse. Also wenn ich dann eine Soundlog den Wert auf 0 setze, dann muss ich mich nicht wundern, dass meine Bremsen dort nicht mehr funktionieren. Zumindest akustisch nicht. So, also von daher mögen sich die Gelehrten darüber streiten. Ich für mich regle das so, dass wenn ich keine Soundlog habe, überlasse ich das Brems- und Anfahrverhalten dem PC. Das heißt, ich stelle die CV-Werte 3 und 4 auf 0. Habe ich jetzt Soundlogs im Einsatz oder werde sie verwenden, dann werde ich dann, ich sag mal, die CV-Werte 3 und 4 auch eingeschaltet lassen, um halt die Soundfunktionen nicht zu unterdrücken, bin mir aber dann bewusst, dass das Bremsverhalten ein anderes ist und ich das stärker ausregulieren muss, weil die sich halt, ja, ich sag mal, summieren. Ne? Gut. Ja, so viel zu diesen beiden CV 3 und 4. Wie gesagt, direkte Einstellungen auf die Geschwindigkeit haben die keinen Einfluss drauf, aber eben auf das Bremsverhalten. Und wir wollen ja das Einmessen auch dazu nutzen, damit die Lok nicht nur, sage ich mal, in Anführungszeichen standesgemäß fährt, sondern sie auch entsprechend anfährt und abbremst. Genau dafür messen wir ja auch ein. Und dafür sind natürlich die beiden CV-Werte wieder wichtig. Gut. Dann schauen wir uns noch eine weitere Kenngröße an. Eine weitere entscheidende Kenngröße zum Einstellen der Geschwindigkeit bzw. zum Einmessen der Geschwindigkeit sind die sogenannten Geschwindigkeitskennlinien. Jeder Decoderhersteller verwendet auch oder verliert ein paar Worte über diese Kennlinien, stellt die auch dar. Hier unten ist das zum Beispiel vom Kühn N45, die Kurve, die dargestellt wird. Da kann ich verschiedene Dinge auswählen und Döhler und Haas macht das eben hier in diesen Varianten. So, hier kann man es eigentlich ganz gut auch sehen. Es gibt zum Beispiel eine gerade Kennlinie oder eine Kurve. Dazwischen kann ich mich erstmal entscheiden. Grundsätzlich sind viele Decoder erstmal nach der Geraden eingestellt von Haus aus und können dann bei der Inbetriebnahme auch nochmal umkonfiguriert werden. So, die Gerade ist deshalb, das haben wir auch beim Trafo schon gesehen, da ist es quasi die Proportionalität von angelegter Spannung zur Geschwindigkeit. Das heißt, je höher ich drehe, desto schneller wird der Motor. Das ist im echten Leben aber nicht so, denn da verhalten sich die Lokomotiven ein Stück weit anders, da gibt es andere Bedingungen. Jeder weiß, wenn man Tonnen bewegen will, dann macht man das nicht in der Regel nicht linear, sondern man braucht ein Stückchen, die fahren langsam an, brauchen eine Weile und dann fahren sie erst hoch. Das heißt, das ist eigentlich so eine typische Lokomotivenkennlinie, das hier weniger. Aber die bedarf dann auch, sage ich mal, nochmal eine besonderen Einstellung. Bei dem Decoderhersteller ist es halt so, also hier bei Döhler und Haas, die haben fest definierte Kurven vorgegeben und da kann ich mir eben aussuchen, dass ich dann sage, ich will die Kennlinie 0. Die Kennlinie 0 wäre die Gerade und die Kennlinie 1 wäre das hier und die äußerste, die am stärksten gebogene, ist die Kennlinie 7. So, da kann ich mir halt eine von aussuchen und dementsprechend fährt dann die Lokomotive an. So, das Einzige, was man bei diesen Decodern vorgeben muss, ist die Minimalgeschwindigkeit und die Maximalgeschwindigkeit und wie gesagt die Kennlinienform und dann weiß der halt, ich verhalte mich so oder ich verhalte mich so. Beim Kühn ist es ein bisschen anders, ähnlich, aber trotzdem etwas anders. Bei dem habe ich auch den Mindest-CV-Wert und den Maxi-CV-Wert, den haben wir ja vorhin bei den Fahrstufen schon kennengelernt. Und die bieten auch noch einen dritten an, die sogenannte CV6, die mittlere Geschwindigkeit. Und wenn ich hier von dem unteren Wert und dem Maximalwert die Mitte nehmen würde, dann hätte ich quasi eine 3-Punkt-Messung und diese 3 Punkte gäbe es dann auch in Form einer Gerade. Jetzt kann ich da aber auch zum Beispiel entweder eine Geschwindigkeit bzw. eine Kurve simulieren. Ich könnte ja auch sagen, ja, die mittlere nehme ich jetzt nicht mehr genau in der Mitte, sondern ich nehme sie 30% von der Maximalgeschwindigkeit, dann hätte ich quasi eine angedeutete
Kurve. Ne? Das heißt, ich habe quasi zwei Geraden, die so aufeinander bauen würden. Das kann man auch so einstellen. Man kann aber auch sagen, naja, den ganzen Kram brauchst du nicht verwerten, CV2, 5 und 6, sondern du kannst ganz andere CVs verwenden, nämlich 28 weitere. Und mit diesen CV-Werten kannst du ganz individuell deine Kurve einstellen. So, und dann geht man hin und hat zum Beispiel einen Train-Controller oder einen Train-Programmer. Da kann man einen Kurvenwert einstellen. Da muss man diese Werte dann in die CV übertragen. Dort wird dann die Werte hinterlegt und später beim Einmessen werden die dann entsprechend ausgelesen und dann ist die Lok auch entsprechend mit einer Kurve versehen. Das ist ein bisschen umständlicher, das ist sicherlich hier komfortabler, indem man einfach die Kennlinie anwählt, die man haben will. Hier, das ist wieder ein Stückchen individueller. Da kann ich mir wirklich ganz wilde Kurven mir selber vorgeben. Ja, so viel zu den Motorkennlinien. Auch hier ist es eben wichtig, was ich voreinstelle, damit ich ein entsprechendes Einmessverhalten später habe. Ja, eine Einmessstrecke, auch darüber gibt es im Netz so viel zu lesen und auch manchmal wird da argumentiert, da kann man einfach nur kopfschüttelnd daneben stehen und sagen, naja gut, wenn man meint, dass es so ist, dann ist es halt so. Bei mir ist die Einmessstrecke separat. Man kann es auch sicherlich, wie andere Kollegen das gemacht haben, in Form einer Paradestrecke definieren, wie auch immer. Ich habe mir ein separates Gleis gegönnt. Muss man jetzt einfach sagen, mein Einmessgleis ist 3 mal 67 cm lang, also etwas weniger oder etwas mehr wie 2 Meter. Und das reicht für meine Belange vollkommen aus. Da wird halt immer von gesprochen, dass man sagt, naja, man hat ein Startgleis, das ist nämlich der erste Abschnitt, dann hat man einen Einmessteil, das ist der mittlere Abschnitt und dann nochmal einen Auslaufgleich und die Einfahrstrecken und die Ausfahrstrecken, die müssen lang genug sein. Ja, das mag sein, wenn man denn tatsächlich mit CV3 und CV4 arbeitet oder nur Triebzüge einmisst oder nur komplette Triebzüge einmisst. Da stellt sich aber die Frage, muss ich das so tun oder muss ich es halt nicht so tun und reicht mir diese Strecke nicht aus? So, und nicht jeder hat ein Zimmer von 5 Meter zur Verfügung und bedeutet das dann für die Anwender, dass die dann sagen, naja, kann ich halt nicht einmessen. Das ist doch vollkommener Quatsch. Also von daher, es kommt immer darauf an, wie man einmisst und was man da eigentlich auch tut. So, man sieht auch jetzt hier, ich habe mir die Übergänge markiert, nämlich hier da, wo gemessen wird, einmal da und einmal da hinten und hier und dazwischen sind immer mal wieder auch nochmal Markierungen. Das sind dann die sogenannten Bremsabschnitte. Also ich messe immer dann, wie weit fährt der Zug von hier aus dann abgebremst bis hierhin oder umgekehrt von hier bis zu diesem Punkt. Und diese Abschnitte sind in beide Richtungen gleich lang. Wie das aussieht oder was ich da gemacht habe, das erkläre ich euch jetzt am besten an meinem Gleisplan. Da wird es nämlich ein bisschen deutlicher, was ich da mache. Naja, und jetzt habt ihr mal gesehen, wie meine Einmessstrecke aussieht. Idealerweise, und das ist die einzige Voraussetzung, die man beim Aufbau einer Einmessstrecke beachten muss, ist, dass zwischen diesem Punkt, wo man die Messung beginnt und wo man diese Messung beendet, zwischen diesen beiden Punkten, dass hier kein Hindernis dazwischen ist und dass diese Strecke möglichst gerade ist. Danach kann durchaus eine Weiche kommen, wie auch immer, das ist das Auslaufgleich oder auch in die Kurve reinfahren, das ist vollkommen wurscht. Aber dieses Stück sollte nach Möglichkeit immer gerade sein und immer ohne Hindernisse. Gut, dann schauen wir uns, wie gesagt, jetzt mal den Gleisplan an und was das hier mit diesen Bremsabschnitten hier jeweils auf sich hat. So, dann hole ich euch erstmal ab. Das ist eben hier gerade mal der Gleisplan aus dem Schattenbahnhofsteil. Und was mich interessiert, ist jetzt gerade mal hier dieses Segment, den Teil, den zoomen wir uns jetzt mal ein bisschen ran, weil hier ist die Einmessstrecke. Und dann schauen wir uns die mal ein bisschen genauer an. Ja, hier ist jetzt das eigentliche Einmessgleis. Um es mal ein bisschen deutlicher darzustellen, habe ich hier 3 verschiedene Farben dargestellt. Das ist, ich nenne es jetzt mal das Anfahrtsgleis. Der gelbe Teil ist die eigentliche Messstrecke
und das rote ist das Auslaufgleis. Gemessen wird immer der Zeitabstand von hier, von diesem Übergang zu diesem Übergang. Ja, das ist eigentlich das ganze Prinzip, was dahinter steht. Es wird immer nur ein Zeitabschnitt gemessen. Gut, dann kommen wir jetzt einfach mal zu dem zweiten Teil. Nachdem wir also jetzt alles eingemessen haben oder beziehungsweise wissen jetzt, wie die Einmesserei funktioniert, kommen wir jetzt mal zu dem Thema punktgenaues Bremsen. So, auch da gibt es eigentlich ich sag mal, zwei Faktoren, die mein punktgenaues Bremsen beeinflussen. Das eine ist die Strecke, die mir zur Verfügung steht, also quasi meine Bremsstrecke oder oftmals auch als Bremsrampe bezeichnet. Das ist halt der Weg, wo ich das Bremsen anfange, bis ich tatsächlich zum Stillstand komme. Und die zweite Größe ist natürlich die Geschwindigkeit, von der ich mich runter in den Stillstand bremsen will. Ne? Das ist also, und auf so einer MOBA muss das halt alles immer gleich sein. Das muss mir bewusst sein, dass ich, egal in welchen Gleis ich einfahre, ob ich das jetzt hier an solchen Schattenbahnhofsgleisen mache, ob ich das am Bahnhofsgleisen mache oder ob ich das hier an solchen Stumpfgleisen mache, die Einfahrtgeschwindigkeit muss auf einer MOBA immer gleich sein, weil es wird im Grunde auch hier immer ein Zeitabstand gemessen. Und von daher ist die Kenngröße einfach die Geschwindigkeit. So, da kann man sich eine aussuchen. Die liegt in der Realität oftmals so bei 60 irgendwo in Bahnhofsgeländen. Vielleicht auch noch mal was langsamer, das kann halt unterschiedlich sein. Ich sag mal, bei der MOBA ist das Auge mit, das müssen vielleicht nicht 60 sein, könnten 80 sein, in meinem Fall sind es sogar 90. Ne? Das reicht mir jetzt persönlich aus. Also die Geschwindigkeit habe ich mir so für mich jetzt erstmal festgelegt. So, aber wie groß muss denn jetzt meine Bremsrampe sein? Auch da habe ich mir mal meinen Gleisplan ein bisschen genauer angeschaut und habe mir ausgesucht, naja, wo ist denn hier das kürzeste Gleis, wo ich abbremse? Und das ist in meinem Fall tatsächlich hier in diesem Stumpfgleis dieses Teil. Das sind 54 cm. So, und wenn ich immer mit der gleichen Geschwindigkeit in die Gleise einfahre, dann kann ich auch überall die gleiche, Bremsrampe verwenden. Das mache ich bei diesem Gleis genauso wie bei allen anderen Gleisen auch. Das heißt, ich habe hier überall mir eine Bremsrampe von 54 cm eingerichtet. Und nun muss ich meinen Loks noch beibringen, dass die halt nach 54 cm tatsächlich zum Stehen kommen. Und da ist eigentlich die Krux der Sache. Das habe ich zwar jetzt mit meinem Geschwindigkeitsmessen annähernd schon mal so voreingestellt, die wird sich so verhalten, aber halt nicht auf den Punkt genau. Und dass sie das aber macht auf den Punkt genau, dafür gibt es einen sogenannten Bremsausgleich. Und was mache ich da? Also als erstes gehe ich jetzt wieder zurück auf meine Messstrecke und markiere mir mal eben meine gewünschten 54 cm und zwar jetzt mal für diese Fahrtrichtung. Hier in diesem Bereich werde ich die Lok auf 90 km in meinem Fall beschleunigen und genau ab diesem Übergang fängt die an zu bremsen und sollte nach Möglichkeit hier zum Stehen kommen. Das wird die in der Regel aber nicht machen. Die Gründe kennen wir schon, das ist bauteilbedingt, lokspezifisch bedingt. Es gibt gewisse Toleranzen, die rauschen in der Regel eigentlich immer drüber. Und dann gibt es halt bei den Softwaren die Möglichkeit, einen sogenannten Bremsausgleich einzustellen. Das ist einfach ein Wert, den ich dort eintrage. Bei mir ist das so, ich sage jetzt mal grob, rauscht die Lok 5 cm übers Ziel hinaus, stelle ich erstmal den Wert 5 ein. Das ist von mir einfach so ein Bauchgefühl, das hat sich bei mir jetzt hier mal bewahrheitet. Das kann auf anderen Bahnen ganz anders sein. Also da muss man ein bisschen Gefühl zu entwickeln. Dann gehe ich hin und fahre die Lok wieder zurück zu dem Anfang und starte die ganze Prozedur wieder, beschleunige auf 90, hier fängt die wieder an abzubremsen und wahrscheinlich bleibt die dann jetzt immer noch nicht punktgenau, sondern erstmal nur hier stehen. Also erhöhe ich den Wert nochmal. So lange wiederhole ich die Prozedur, bis sie tatsächlich annähernd hier
zum Stehen kommt. Ich sage jetzt mal plus minus einen Zentimeter oder 1,5. Das ist dann schon eine Punktlandung. Ne? Und dann mache ich das Gleiche genau von der anderen Seite, indem ich hier starte und dann in die Richtung losfahre, hier anfange zu bremsen und auch hier versuche zu dem Punkt hier zum Stehen zu kommen. Auch hier wird die erst drüber rauschen. Da muss ich den Ausgleichswert auch dort wieder eintragen und erhöhen und so lange ausprobieren, bis sie dann tatsächlich irgendwann mal hier zum Stehen kommt. Damit ist die Lok jetzt erstmal voreingestellt. Dann stelle ich die wieder zurück auf die Strecke, hänge die Zuggarnitur hinten an und probiere es tatsächlich dann auch hier aus. Und auch da wird es wieder sein, dass die Lok nicht nach 54 cm zu stehen kommt, vielleicht ein bisschen früher oder vielleicht auch nochmal drüber rauscht. Auch da muss ich dann den Ausgleich nochmal justieren, denn es hängt jetzt zum Beispiel davon ab, was habe ich denn hinten an der Garnitur dranhängen? Sind das beleuchtete Wagen, die zum Beispiel auch noch bremsend wirken? Ist es ein Reinigungsfahrzeug, so ein Schienenreinigungsklotz, der vielleicht auch bremsend wirkt? Wie auch immer. Also ich muss dann hier auf der echten Strecke nochmal nachstellen und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich einfach jetzt damit starten. Und dann wird sich die Lok auf diesem Gleis genauso verhalten mit ihrem Zug wie hier, wie hier, wie hier auch. Und es gibt noch etwas, was ich beachten muss. Wenn ich die Lok eingefahren habe, sprich sie ist warm, wird die sich anders verhalten, als wenn sie jetzt noch kalt ist. Das heißt, am besten die Lok wirklich auch im warmen Zustand einmessen und nachher kann man dann nochmal nachjustieren. Ja, das ist die ganze Kunst mit dem Bremsausgleich und jetzt sind wir auch am Ende angekommen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, Stichwort einmessen. Also ihr seht, es ist ein relativ komplexes Thema und wo fängt man an, wo hört man auf? Und insofern war es für mich eigentlich schon wieder wichtig, dass ich ein bisschen was über Grundlagen bzw. über die Einflussfaktoren erzähle, damit man dann, wenn man sich jetzt dem Einmessen widmet, grob weiß, was man denn da jetzt eigentlich macht. Wie gesagt, ich habe unten in der Videobeschreibung zu der 3-Punkt-Messung Videos verlinkt. Schaut euch die gerne an. Die haben mich auch begeistert. Mit denen habe ich auch angefangen und gemessen. Nichtsdestotrotz werde ich auch nochmal eine, Einmessung zeigen. Allerdings nicht wieder eine 3-Punkt-Messung, sondern ich habe mir gedacht, ich zeige mal, wie ich unter 28 Fahrstufen ganz bewusst eine Kurve mit dem Train Controller einrichte und diese dann auch letztendlich im Decoder programmiere und einmesse. So ihr Lieben, das war es wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.